Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Wir sind's, Pidet Studio mit Pidet Studio TV, Q&A, Frage und Antwort. Viele Fragen, unsere Antworten. Gucken. Genau, ihr habt wieder eine Menge Fragen gestellt. Vielen Dank dafür. Ja. Schreibt neue Fragen gerne unten in die Kommentare. Mhm. Da glauben wir uns das. Ja, hier ist jetzt früh. Das stimmt. Da holen wir uns die Fragen her oder halt aus dem Discord. Also, gucken wir mal an. Es hat jemand gefragt, wie kalkuliert man eigentlich richtig die Kosten in der Entwicklung? Vielleicht nicht unbedingt die Arbeitszeit, aber alles andere, zum Beispiel Assets, Lizenzen, wo setzt man die Grenze oder wie gestaltet man dementsprechend das Budget? Boah. Das ist eine komplizierte Frage, deswegen kann man die leider nicht mit einem Satz beantworten. Also wir haben das so gemacht. Wir haben am Anfang des Projektes einen Businessplan erstellt. Und in diesem Businessplan haben wir sehr gut geraten. Das heißt, im Grunde genommen, man macht sich eine Tabelle und schreibt dort alles rein, was man braucht. Und zwar alles. Alles, was man einkauft, kommt in diese Tabelle. Solche Sachen wie, man braucht einen neuen PC oder man kauft sich eine neue Tastatur oder man braucht eine Lizenz für irgendein Programm oder man hat ein Abo für irgendeinen Server oder man hat irgendwas. Also alles, was man so an Geld ausgibt, was man tatsächlich für das Projekt benötigt, kommt da rein. Am Ende auch so Sachen wie, Merchandise für irgendwelche Messen oder einfach alles, ja? Alles kommt da rein, was euch einfällt, was man braucht. Das heißt, im Grunde genommen haben wir das Jahr genommen, oder die Projektzeit, geguckt, was machen wir denn in welchen Monaten, was haben wir vor, auf welche Messen wir gehen, brauchen wir da zum Beispiel eine Hotelübernachtung und so weiter, das sind ja auch sehr hohe Kosten, welche Peripherie brauchen wir, welche Lizenzen brauchen wir, was müssen wir wann einkaufen, was kommt zum späteren Zeitpunkt des Projektes, sowas wie, sehr teure Kostenpunkte sind zum Beispiel immer sowas wie Lokalisation oder Sprachaufnahmen und so weiter und das kommt alles in die Liste, alles was euch einfällt und dann schreibt ihr da ein Preisschild dran. Ja. Dann guckt ihr, was kostet das und schreibt das dazu. Die Arbeit, die muss man sich dann machen, zu recherchieren und dann schreibt man alles auf. Und dann habt ihr im Grunde genommen schon mal euer grobes Projektbudget. Und dann packt ihr noch einen Puffer oben drauf, weil bestimmt irgendwas vergessen wurde. Und während des Projektes hält man das dann am Laufen. Das heißt, wir haben das so gemacht, dass wir quasi jeden Monat aufschreiben, was wir tatsächlich ausgegeben haben dann. Sowohl an Dauerkosten, sowas wie Versicherungen kommen ja zum Beispiel auch dazu. Bittere Wahrheit am Ende des Tages. Und auch Sachen, die außer der Reihe sind und alles kommt in diese Liste, dass wir quasi tatsächlich auf den Cent genau am Ende des Projektes wissen, was wir genau für dieses Projekt bezahlt haben. Und das ist total hilfreich, weil erstens ist es super lehrreich, weil man lernt unglaublich viel, was man wirklich braucht. Und zweitens kann man natürlich die Kosten auch hervorragend nachhalten und am Ende auch sagen, was dieses Projekt tatsächlich am Ende gekostet hat. Und deswegen machen wir das mit einer klassischen Excel-Tabelle, die wir laufend halten. Also hier fragt jemand, ich frage mich, wie programmiert man einer Gegner-KI ein, nach dem Spieler zu suchen. Also wie schafft man es, dass der Spieler zum Beispiel irgendwo sitzt im Gras oder im Schatten und dann nicht gesehen wird? Kann man das programmieren oder wird da irgendwie getrickst, fragt jemand? Ja, es wird viel getrickst. Aber AI ist natürlich ein großes Thema. Da gibt es unheimlich viele Experten da draußen, die unheimlich viel jetzt Energie und Arbeit reinstecken. Und ich kann nur von dem sprechen, was ich selber erfahren habe in den 25, 26 Jahren Erfahrungen, Programmierung, AI-Gedöns und so weiter. Wie wir immer verfahren sind, ist es ein zustandsgesteuertes System mit verschiedenen unterschiedlichen Zuständen. Einmal der normale Ruhezustand, wir nennen den Hangaround, ja. Das heißt also, am Anfang kriegt er fang mal deine Routine an, wir nennen das Continue Routine. Und das macht er immer dann, wenn nichts anderes ihm gesagt wird. Und dann hängt er
an seinem Punkt rum oder macht sowas wie, ich gehe von Punkt zu Punkt. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als, ich stehe auf der Stelle, drehe mich mal ein bisschen, gehe ein bisschen links, gehe ein bisschen rechts, laufe im Kreis, mach irgendwie und so weiter. Suche mir vielleicht einen Stuhl, suche mir irgendwie was zum Benutzen, so, ja, in meinem Umkreis. Da gucke ich halt immer so, wo ich gerade bin, ne? So. Und dann habe ich halt einen anderen Punkt, ich habe aber immer ein Zentrum. Das heißt, da, wo ich gespawnt werde oder da, wo mein Home Free Point ist, und nennen wir diese freien Punkte, wo du dich halt irgendwie bewegen kannst. Und dann kannst du ihn auch zu einer anderen Location schicken und so weiter. Das ist alles etwas Vorgegebenes. Das wird nicht beeinflusst. Das macht er aus sich heraus, so diese Entität, ja. Und sobald du irgendwie dazu kommst, muss dieses Ding sowas wie Wahrnehmungen haben. Es muss dich hören können, es muss dich sehen können, es muss dich vielleicht sogar riechen können oder hören können. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel du greifst irgendwie ein Vieh der gleichen Gattung an, irgendwie ein Scavenger oder hast du nicht gesehen, ne, kann man die entweder einzeln rauslocken, das hat man ja bei Gothic gehabt oder so, dass man sich denen genähert hat, bis einer dich gesehen hat von denen und dann fängt er an zu warnen und dann kommt er irgendwann angedackelt. Dann kommen entweder alle angedackelt, weil der dann andere warnt und so weiter. Das heißt, das ist sehr komplex, wie dieses einzelne Vieh dann darauf reagiert. Oder es ist einfach, es hört Kampfsound, es riecht dich, das heißt also, es kann dich auch von hinten wahrnehmen. Das ist eigentlich nur eine runde oder eine Kugel. Ne? Das Ding ist in der Mitte und sobald du da reinkommst, dann riecht er dich, ne? Und so weiter. So wird das gemacht. So, und was hier jetzt gefragt wird, ist, ich verstecke mich irgendwo und dieses Vieh weiß, dass ich irgendwo da sein müsste und fang an, mich zu suchen. Das kann man so programmieren, indem man sagt, okay, ich gehe mal einfach irgendwie randommäßig irgendwelche Punkte ab und sage, in meinem Umkreis von 20 Metern, wo ich mich, also den Spieler, vermute, könnte ich jetzt mal einen Punkt setzen und dann gehe ich dahin und guck. Und dann mache ich wieder randommäßig von dem Zentrum, wo ich glaube, dass dieser Typ ist, in diesem Kreis, wieder einen anderen Punkt und gehe dahin. So sucht dann eine AI normalerweise klassischerweise. Und dann geht er hin und her und dies und das und so. Und vielleicht bist du dann noch schon weg. Dann macht er wieder ein Continue Routine, macht wieder sein Hangaround, geht zurück zu seinem Punkt. So ungefähr funktioniert das. Ja. Und sobald du in seine Reichweite kommst, dann gibt's ein AI-Fight. Dann heißt, dann kämpft er. Und in diesem Zustand kämpfen kommt er immer zu mir hin. Und kommt dann in den AI-Attack. Das heißt also, Attack heißt also, sobald er bei mir ist, haut er. Das heißt, wenn er weit von mir weg ist, haut er ja nicht. Ne? Sondern erst muss er zu mir hinkommen. Das heißt, er ist im AI-Fight, also in diesem Zustand. Ich kämpfe und kommt dann immer zu mir oder entscheidet sich dazu, Fernkampf zu machen oder irgendwie so ein Kram. Und dann macht er halt irgendwas. Und sobald er in der Reichweite ist, entweder mich beschießen zu können oder in der Reichweite ist, mich hauen zu können, dann haut er mich. Ne? Dann dreht er sich zu mir hin und haut mich, weil nur wenn er haut, muss er dann auch gucken, in welche Richtung haue ich. Weil wenn ich nämlich weg evade oder so, dann muss ich auch gucken, wo haut er denn hin. Naja, also so ungefähr, so funktioniert AI. Das ist sehr kompliziert, aber es ist so simpel, wie ich es gerade erklärt habe. So haben wir immer gearbeitet und so arbeite ich auch heute noch. Also es ist ja auch immer eine Mischung aus... Du kannst ja eine Mischung machen aus Reichweiten und Sichtbarkeit, ja, also das heißt, wenn du zum Beispiel, je nachdem, was die Spielerfigur macht, wenn die sich jetzt zum Beispiel hinter etwas versteckt, kannst du mit sowas wie Line of Sight arbeiten, ne? Das heißt, der guckt, bist du sichtbar, und wenn du irgendwo hinter bist und der geht irgendwo gegen, dann bist du nicht sichtbar für den. Ja gut, aber er ging ja einen Schritt weiter, derjenige, der hier gefragt hat, und hat gesagt, wie mache ich denn, dass er nach mir sucht? Dann auch. Genau. Er sieht mich ja nicht, ne? Richtig, also das ist so, ja. Vielleicht macht man so, er riecht mich, das heißt, ich bin in einer gewissen Reichweite und denkt sich, irgendwo bin ich hier. Und dann mache ich randommäßig ein paar Punkte und gehe dann immer dahin und mache dann Line-of-Sight-Check. So ungefähr, so funktioniert das. Genau, und du kannst quasi selber entscheiden, wann der wie viel sieht oder welche Reichweite wann quasi verwendet wird, ne? Also je nachdem, was die Spielerfigur tut, kannst du die Reichweiten verändern oder die Sichtfähigkeiten verändern und das kann man natürlich programmieren. Ja. Cool. Okay. Sehr schöne Frage. Jemand hier liebt Regen. Darum ist die Frage, ob es Regen in Kralon geben wird. Zum Beispiel durch Tropfsteinhöhlen, Gedönsigkeit oder sowas in der Art. Also wir sind Dungeon Crawler primär und es wird primär ziemlich dunkel und nass und feucht, ja, und es tröpfelt auch von der Decke.
ne, hört man auch, aber Regen erstmal nicht, nee. Also klassischer Regen wird es bei uns jetzt erstmal nicht geben. Nee. Jetzt fragt jemand, warum tragt ihr nur schwarze Kleidung? Nicht immer, ne? Also ein bisschen bunt ist auch manchmal dabei. Ich habe auch irgendwelche farbigen Hosen, die ich mir genäht habe oder so, die ich trage. Aber primär sind wir Teil der schwarzen Szene, nennen wir das. Mhm. Gothic, EBM, Wave, Dark Wave, so ein Zeug. Das ist eine Musikrichtung, eine Szene, die hier vor allem im Ruhrgebiet, also nicht vor allem, aber auch im Ruhrgebiet sehr stark vertreten ist. Ja. Das heißt, hier gibt's unheimlich viele Leute, die gleichgesinnt sind, die gleiche Musik hören, Gothic-Musik, keine Ahnung, auch Metal, sowas, ne? Und wir gehen dann an die entsprechenden Diskotheken und kleiden uns dann auch so. Hier gibt's tatsächlich noch einige Diskotheken im Ruhrgebiet, die das regelmäßig anbieten. Ja. Im Gegensatz zu anderen anderen Orten in Deutschland. Das ist ein bisschen schade, dass das so ein bisschen zurückgeht. Aber hier ist es noch gut vertreten. Entsprechend gehen wir auch recht regelmäßig zum Tanzen. Sind aber auch viele alte Säcke. Also wir werden älter, merkt man. Ne? Die Szene wird älter, Die Szene wird älter. Man behauptet, böse Zungen sagen, wir sind in den 80ern hängen geblieben, was nicht ganz falsch ist. Da wird viel alte Mucke gespielt auch. Ja. Die 80er waren aber auch ziemlich cool. Die waren auch cool, ja. Und das ist im Sterben, die Diskotheken. Allgemein. Clubben tun die jungen Leute heutzutage nicht mehr so gerne. Woran das liegt, keine Ahnung. Ist eine Geschichte, die tatsächlich momentan so ist. Wird ungerne gemacht. Vielleicht hat das auch mit Corona zu tun. Auch. Irgendwie, aber auch bestimmt mit Internetphänomenen. Internet ist viel. Ne? Das heißt, da so viel wird über Internet gemacht. Man verabredet sich, man verbringt sein Wochenende oft zu Hause und ist mit Leuten online irgendwie unterwegs. Da hat man genug Halligalli offensichtlich. Ja. Ja gut, und wir gehen gerne raus und dann vornehmlich in die schwarze Szene. Genau, oder auf Festivals. Also wir gehen auch sehr gerne auf Gothic-Festivals. Die sind nämlich auch sehr häufig vertreten. Wir gehen zum Beispiel regelmäßig auf das WGT, das ist das Wave Gothic-Treffen in Leipzig. Ja. Oder wir gehen auf das Amphi-Festival in Köln oder auf das Mera Luna in Hildesheim. Und das sind so die klassischen Gothic-Festivals, die jedes Jahr stattfinden. Und wenn wir Zeit haben und können, dann gehen wir da sehr gerne hin. Es gibt auch noch eine Schnittmenge, viele Mittelaltermärkte und Mittelaltermusik und so weiter. Ist auch eine Schnittmenge, sind auch sehr viele von uns vertreten. Ja. Da sind wir auch oft, ja. Genau. Das mischt sich halt oft mit. Ja, wir gucken sowieso alles an. Wir sind auch auf Metal-Festivals und wir sind auch auf anderen Veranstaltungen. Also Gehopse gibt's bei uns auch ab und zu. Wir sind einfach immer überall, aber da sind wir quasi tendenziell am ehesten zu Hause. Ja. So kann man das, glaube ich, sagen. Ne? Wenn man sein Baby veröffentlicht hat und man bekommt im Nachhinein Fehler oder Bugs mitgeteilt, wie lange patcht man so ein Spiel, bis es gut spielbar ist? Man möchte doch als Entwickler möglichst lange Sachen fixen und verbessern, dass das Endprodukt am besten perfekt ist. Ja, ja und ja. Genau. Ja, so also, wie man Zeit hat. Das ist richtig. Also das hat mehrere Faktoren. Das ist eine umfangreiche Frage, denn loslassen möchte man eigentlich freiwillig nie gerne, weil das ist so, ne, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwas macht, irgendwas schreibt, irgendwas malt oder irgendwie so, dann ist es irgendwie, man könnte es ja noch ein bisschen besser machen, man könnte es ja noch ein bisschen runter machen. Und das geht uns natürlich in der Spieleentwicklung insbesondere auch so. Und jetzt muss man halt gucken. Erstens, wer finanziert die Arbeit? Das heißt, manchmal ist es so, dass man zum Beispiel an einem Projekt abgezogen wird und wird an ein anderes gesetzt und dann kann man nicht mehr an dem alten weitermachen als Spieleentwickler oder Spieleentwicklerin. Aber manchmal macht es zum Beispiel auch total Sinn, einfach noch weiterzumachen. Also erstens, jeder möchte, das ist nicht nur im Sinne von uns Spieleentwicklern, sondern auch im Sinne von vielen Publishern am Anfang ja ein rundes Spieleerlebnis haben, damit alle möglichst zufrieden sind. Und deswegen macht es total Sinn, einfach am Anfang zu patchen. Das heißt, man guckt erstmal, was passiert denn jetzt, wenn ich dieses Spiel, was ich vorher getestet habe, auf die große Masse loslasse und dann fällt bestimmt irgendwem nochmal irgendwas auf, was nicht aufgefallen ist in einer kleineren Gruppe. Also muss man schauen, was ist das denn?
Wir haben jetzt zum Beispiel vor, Dinge zu sammeln in unserem Discord-Server und da zum Beispiel einen eigenen Reiter aufzumachen, wo man sich dann tummeln kann und sagen kann, das und das funktioniert bei mir zum Beispiel nicht so. Und dann gucken wir uns das an, versuchen das schnellstmöglich dann rauszumachen. Das haben wir in der Vergangenheit auch ähnlich gemacht. Ja. Und dann guckt man, was geht. Also wenn ihr zum Beispiel bei irgendwem irgendeinen Fehler findet und sagt, oh, das hindert mich am Spielen und möchtet das irgendwem reporten, gibt es meistens dafür irgendeine Art von Plattform und dann geht ihr dahin und wenn ihr Spieleentwicklern einen guten Bugreport machen möchtet, dann schreibt ihr dazu, worauf habe ich gespielt, also was ist mein Spielsystem, wie habe ich diesen Fehler erreicht, also ist der reproduzierbar, das ist häufig ganz, ganz wichtig, damit wir als Spieleentwickler sowas überhaupt finden können. Also was genau habe ich getan, um das hinzukriegen? Gibt es davon Material? Also habt ihr vielleicht einen Screenshot davon gemacht? Oder gibt es ein Safe-Game, womit man das testen kann? Das ist natürlich auch ultra hilfreich, um diesen Fehler möglichst schnell zu finden. Und genau, diese Sachen, die schreibt ihr alle mit dazu im besten Falle und dann ist das ein super Bugreport, wo man dann möglichst schnell das Ganze dann auch reproduzieren und im besten Falle finden und fixen kann. Und dann macht man einen Patch, wenn man ein paar von diesen Sachen gesammelt hat. Und dann gibt es meistens sowas wie einen Sättigungsgrad. Ja, also sowas wie das Spiel crasht an einer bestimmten Stelle, ist immer ein total doofer Bug, der muss halt raus. Und das ist aber nett formuliert, ja? Ja, das ist ein Plotkiller. Das ist natürlich ganz übel. Das an der Stelle muss man dann auch differenzieren. Was ist denn sowas? Und da ist das Spiel halt kaputt. Ja. So, das funktioniert halt nicht, das muss raus. So, genau, ne? Ja. Und dann gibt's halt so Glitches irgendwie, die unschön sind, aber die nicht schlimm sind. Exploits, keine Ahnung, ne? Kleinere Sachen, die sind nervig. Will man auch raushaben. Man möchte es ja auch so gut wie möglich haben am Ende des Tages. Ja. Und irgendwann werden dann auch die Diskussionen darüber, was ein Bug, ein Glitch oder irgendwie ein Feature-Request ist, irgendwann esoterisch. Genau. Und das ist dann so, dann geht's um Geschmacksfragen. Was gefällt dem einen besser als dem anderen? Und das ist das mit Sättigungsgrad gemeint. Irgendwann wird es nicht besser, nur noch anders. Ne? Und diesen Zustand möchte man gerne erreichen. Genau. So. Ja, dann kann man sich quasi überlegen, gibt es tatsächlich noch etwas, was es sich lohnt anzufassen oder nicht? Gibt es etwas, was von besonders vielen Menschen da draußen noch gewünscht wird, dass es sich wirklich lohnt zu sagen, man macht das nochmal. Wir bauen ein neues Feature ein, wir bauen wirklich noch einen neuen Handlungsstrang ein, wir bauen irgendwie noch ein neues Stück Level ein, wir bauen so richtig Substanz rein, so noch, ja. Das ist natürlich dann auch wieder eine von diesen Sachen, muss man schauen, ob sich das lohnt oder nicht oder ja. Aber man möchte so gut wie möglich. Wie lange macht man das? Ja, so lange, wie es nötig ist. Genau. Ja, das heißt, man weiß das nicht so genau, an welchem Tag oder so, dass dann so, jetzt ist es fertig, weil du kannst 5 Bugs fixen, und das ist so die Faustregel, und da holst du dir einen wieder rein. Wenn du 5 Sachen fixst, dann holst du dir einen dicken Klopper wieder rein. Das ist einfach so. Das ist so die Faustregel. Und da muss man halt schauen, dass man die dann wieder reduziert, dass man sich dann auch explizit nur noch die Sachen anguckt. Und da macht doch hier noch, da macht doch da noch. Und wenn man dann wieder 5 Sachen ändert, hat man wieder einen Fehler eingebaut. Und das ist so schwierig. Ne? Genau. Ein Stück weit lohnt sich das sogar, am Anfang zu patchen, sogar aus marketingtechnisch taktischen Gründen. Denn ihr müsst wissen, wenn man zum Beispiel einen Patch raushaut, dann wird das zum Beispiel allen, die das Spiel gekauft haben, auch nochmal angezeigt. Ja. Und alle, die das gewishlistet haben und bis dato noch nicht gekauft haben, wird es auch angezeigt. Und manchmal kann man sogar noch Leute motivieren, sich dann nochmal mit diesem Projekt zu beschäftigen. Das heißt, für das Projekt ist es am Anfang gut, wenn man patcht, auch einfach, um nochmal Sichtbarkeit zu erzeugen. Und deswegen machen das ganz viele einfach auch, weil es total Sinn macht. Und irgendwann ist es dann das Gegenteil. Irgendwann lohnt es sich finanziell halt eigentlich nicht mehr zu patchen. Und dann muss man gucken, wo stehe ich denn jetzt gerade? Dann müsste man eigentlich an etwas Neuem arbeiten, damit man überhaupt wieder etwas Neues erzeugt, was dann später natürlich dann, wovon man wieder leben kann. Und dann muss man halt gucken, möglichst lange möchte man noch dran arbeiten und wann ist der letztmögliche Zeitpunkt, wo man sagt, oh, jetzt müssen wir aber wechseln. Das kann man ja auch tageweise machen. Man kann zum Beispiel sagen, okay, was weiß ich, sag jetzt mal so, montags ist noch Patch-Tag, dann machen wir das noch, aber die anderen Tage sitzt man schon an einem neuen Projekt, weil es sich einfach sonst nicht rentiert. Und solche Modelle kann man dann auch fahren. Was zum Beispiel die Frage beantworten würde, warum dauert es dann auch manchmal länger? Einfach, weil man ja nur bedingt Zeit hat und leider auch irgendwann mal schlafen gehen muss. Aber
aus diesen Gründen muss man dann halt alles abwägen, gucken, wie viel ist das. Und das entscheidet dann am Ende, wie lange gepatcht wird. Ja, cool. Hoffentlich beantwortet das die Frage und bis hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Vielen Dank für euren Support und ja, schaut nächste Woche wieder rein. Genau. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Ja, waren gar nicht so viele Fragen, waren sehr kompliziert heute. Ja, wir haben auch ausführlich geantwortet.